28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature, Closer to People. Hearty Rice, Feel the Difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 15. Folge im diesjährigen YPC Bank und damit zum entscheidenden Angeltag in Gruppe D. Der erste Tag war hart, das zeigt auch das lückenhafte Tableau sehr deutlich. Nur Max Guder kann bislang wirklich zufrieden sein. Mark Paczowski, der als einziger schon alle 3 Zielfische abhaken konnte, hat zumindest taktisch freie Hand. Und Luis Mendez hält mit seinem 1,4 Meter großen Hecht die Trumpfkarte. Alle anderen müssen schleunigst aufdrehen, wenn es hier in den letzten 8 Angelstunden noch richtig spannend werden soll. Wollen wir hoffen, dass es genau so kommt. Die Zonen wurden wie immer getauscht. Marc, die beiden Alex und Marius fischen heute in Zone 2. Luis, Max und Christina starten in Zone 4, bei augenscheinlich freundlicheren Wetterbedingungen als am ersten Tag. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2, Gruppe D, YPC Bank 2025 und wir sind top motiviert, heute nichts zu fangen. Nee. Es heute besser zu machen, genau. Und ich bin gespannt. Mein Ziel ist es heute zuerst mindestens ein Zander und ein Barsch. Das wird nicht ganz einfach werden, weil in den letzten Tagen wirklich sehr schlecht gefangen wurde. Aber ich hoffe, dass ich das möglichst schnell hinkriege und dann zum nächsten Spot fahren und mit den Hechten die Karte voll machen. Das wäre mein Ziel für heute. Hallo zusammen, willkommen an meinem zweiten Tag Gruppe D. Ich musste ein bisschen was reißen. Meine Karte war am ersten Tag nicht die allerbeste, also eine schöne Nullnummer. Aber nichtsdestotrotz, ich blicke optimistisch, positiven Tag. Die Sonne scheint. Die Zone, ich verspreche mir ein bisschen was von ihr. Die Vorbereitung war okay. Also an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Dominik und vor allem Pascal für den Support hier in der Zone, für das Erarbeiten. Also lieben Dank. Ja, der Plan ist Fische fangen, am besten alle. Drückt mir die Daumen, haut mal in die Kommentare ein bisschen Support raus. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Fische fangen. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Wer hat 2 Daumen und hofft, dass heute sein Training endlich mal anschlägt? Richtig? Ich? Ja, ich bin an einem Polder. Dem treuen Zuschauer kommt er bekannt vor. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, woher ich ihn habe. Hat ein richtig großes Potenzial und ich hoffe, dass ich jetzt A, hier meinen ersten Fisch in der YPC-Geschichte, in meiner YPC-Geschichte schnell fange und es B, ein guter Hecht ist. Und wenn das wirklich alles schnell geht, werde ich hier schauen, dass ich tatsächlich, wenn es geht, 2, 3 Hechte fange und dann geht es weiter an den Kanal. Heute soll es fast 30 Grad haben. Das heißt, für Hecht werden jetzt die ersten paar Stunden die wichtigsten sein, die ersten 1, 2. Und ich glaube, dann wird so unhechtiges Wetter, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe 2 Boxen Hechtköder dabei, viel zu viel. Ich werde starten mit einem Köder, dem ich seit ein paar Wochen, seitdem ich in Norwegen war, sehr vertraue. Und zwar dem Swimtail mit dem Twisterschwanz in der Farbe Real Pike in der Sinking-Version. Die Suspending-Version läuft noch einen Ticken flacher, habe ich auch dabei, weil wir haben schon gesehen, dass jetzt ziemlich viel so Grütze auf dem Wasser ist. Wenn das zu viel ist, wechsle ich auf die Suspending-Version. Aber der hier sollte jetzt erstmal passen. Im Idealfall muss ich nicht so viel probieren. Im Idealfall ist es der jetzt gleich Fisch bringt. Der zweite Tag bricht für uns an und für mich ist es in diesem Fall der quasi Flussangeltag in Gruppe 4. Und ich werde anfangen morgens mit Topwater. Wir haben hier
Eben gerade schon direkt einen Rapfen vor uns rauben sehen. Hier sind Barsche, hier kann auch ein Hecht einsteigen. Deshalb erstmal ein paar schnelle Würfe mit Topwater. Danach werde ich tatsächlich noch mal eine halbe Stunde investieren auf Großhecht, weil da sehe ich eine Menge Upgrade-Potenzial bei mir und da fühle ich mich sehr komfortabel mit. Außerdem hat mich hier einen großen Nachläufer. Ja, ich würde sagen, noch 5 Minütchen abwarten und dann geht's auch schon los. Bei mir steht heute erstmal alles im Zeichen Hecht. Also ich habe mich hier bewaffnet mit 3 Routen. Starten werde ich hier mit dem kleinen Derraball. Der hat im Training ein paar Fische gebracht. Ich hoffe, er bringt jetzt auch wieder Fisch, hoffentlich schnell. Und ich werde jetzt erstmal hier in einem Großgewässer Strecke machen, Powerfishing. Und hoffe eben, dass da ein stabiler Fisch dabei ist. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. Ich brauche unbedingt jetzt erstmal noch 3 Fische, um die Karte voll zu machen. Holland hat so viele Gewässer, aber trotzdem angeln wir immer an den gleichen Spots. Ne? Und da hinten, vielleicht könnt ihr es erkennen, da stehen 2 schwarz gekleidet, die auch wie wir warten, dass es 8 Uhr wird, um zu angeln. Und so wie es aussieht, ist das der Louis, Big L. Bin ich mal gespannt, wer heute Fische fängt. Hoffentlich beide, dann habt ihr ein bisschen Action. Shit. Hast du das gesehen? Ja. Oh Mann. Hinter mir jetzt gerade geraubt, direkt an der Steinpackung. Herzlich willkommen zum zweiten Tag, Gruppe D. In Zone 4 war mein Training nicht ganz so gut. Ich habe hier und da immer mal wieder einen Fisch gefangen. Deswegen ist meine Taktik heute, nicht nur die Spots anzulaufen, wo ich im Training gefangen habe. Denn es hat sich herauskristallisiert, dass alles nicht so nachproduzierbar ist, wie gewünscht. Deswegen wird es heute der große Mystery-Box-Tag für mich. Ich werde Hälfte der Spots fischen, die ich im Training geangelt habe, wo ich auch Fische gefangen habe. Und die andere Hälfte der Spots sind neue Spots, wo ich einfach mal Strecke mache und gucke, ob da ein Fisch steht. Im Hintergrund hat es gerade geraubt. Das ist der Grund, warum ich gerade mir diesen als ersten Spot ausgesucht habe. Wir haben hier eine lange Steinpackung mit viel Brutfisch. Und ich habe die Hoffnung, dass die Zander und Barsche sich da morgens noch einen kleinen Snack abholen. In 2 Minuten mache ich meinen ersten Wurf und werde dann hier schön Strecke machen. Drückt mir die Daumen, dass ich ein paar Fische heute zusammenbekomme. Ja, herzlich willkommen zurück. Das ist der zweite Tag für mich, jetzt Zone 2. Ziel ist jetzt eindeutig, Hecht und Zander zu fangen. Und wie ihr seht hier, ich bin hier am Polder unterwegs, habe schweres Gelöt dabei. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal auf Hecht. Da vorne ist eine Brücke, da wartet einer auf mich. Den habe ich schon kennengelernt die Tage. Gucken, ob der noch mal Bock hat, Hallo zu sagen. Ja, wenn das nicht mein Startschuss ist. 8 Uhr, let's fetz. Auch dass es besser läuft als beim letzten Mal. Here we go. Auf geht's. Erster Wurf. Bullet, Mullet, let's go. Mal kurze Würfe hier vorne an den Budenkopf. Direkt den Haken erstmal im Kescher gerammelt hier. Toll. So. Ja, wie gesagt, hier ist so eine kleine Brücke. Ganz flach. Drunter ist es schön dunkel. Und da wohnt auf jeden Fall einer drunter. Vámonos, baby, vente, vámonos. Vine solo al party y me voy con 2. Hey, vámonos, baby, vente, vámonos. Haz amigos porque no le gusta el patrón. Hey, vámonos, vámonos. Nächste Lücke. Haben wir keinen Bock heute? So, jetzt geht's doch auch schon nach den Topwater-Würfen direkt an den Hechtschlappen ran. Der neue Line-Through Whitefish Head, also quasi eine Renke, läuft so, ja, ich würde mal sagen, eine Mischung aus Moderate und Slow Sinking. Ja, sehr, sehr geiler Köder, sehr wenig Bewegung tatsächlich, aber das ist ja genau das, was große Hechte sehr, sehr gerne haben. Wie man sieht, ist hier so ein hübscher kleiner Polder. Und an dieser Stelle wird er noch ein bisschen enger. Und hier ist ein bisschen Strömung drauf. Hier zieht es richtig durch. Dann sind hier diese überhängenden Bäume. Hier ist halt sehr viel Schatten. Und gerade jetzt heute, wo es so sehr sonnig wird, und auch gestern war ja schon ein sehr sonniger Tag, ist das natürlich ideal, wenn man hier so geschützte, ein bisschen dunklere Bereiche hat. Perfekte Bedingungen, schönes Wetter, leichter Wind, gutes Wasser, kein Biss. Oh. Alles passt, nur die Fische sind nicht da. Oder sie wollen nicht beißen.
Man weiß es nicht. Ja, fängt ja gut an. Kaum ein paar Würfe gemacht, schon den ersten Hänger und abgerissen. Das heißt, jetzt wieder schnell neu binden. Dann machen wir hier noch ein paar Würfe. Wenn da nichts kommt, probiere ich noch schnell einen Dropshot und dann geht es schon gleich weiter. Also heute heißt es am Kanal Run and Gun, Fische suchen, nicht lange aufhalten. Ich hoffe, dass das heute der Schlüssel zum Erfolg ist. Mhm. Da war vielleicht gerade ein Stupser, aber es war mir noch nicht bissig genug. Na, ein paar Würfel müssen aber reißen an jedem dieser Spots. Entweder hat er Bock oder nicht. Daher Strecke machen, Strecke machen. So, was schon mal suboptimal ist, ist, dass eben diese Grütze hier im Wasser ist. Denn normal fische ich am Polder eigentlich sehr, sehr gern so, dass ich eben knapp ans Ufer ranwerfe. Und die meisten Bisse kommen auch knapp unterm Ufer, weil die Hechte ja praktisch keinerlei Struktur im Polder haben und sich deswegen in den Ufern verstecken. Aber da ist es diese ganze Grütze. Das heißt, mein Köder ist eigentlich mit reintauchen schon unsexy, wie wir hier mal wieder unter Beweis stellen. Also muss ich vielleicht wirklich auf den Suspender gehen. So, jetzt habe ich die erste Richtung einmal schon gefischt mit dem 7,5er Wollset, also einem größeren Köder. War jetzt nichts drauf. Ich gehe die Strecke nochmal zurück mit einem kleineren Köder, Spinnerbait, mit einem kleinen Wobbleset. Fische die ganze Strecke nochmal ab. Und unter die Brücke hinten, da präsentiere ich gleich auch nochmal einen kleineren Köder. Einfach 2, 3 Würfe. Und dann geht es wahrscheinlich auch schon weiter zum nächsten Spot. Nein, nicht jetzt. Ah, ich habe es fast gedacht. Jetzt habe ich noch einen Hänger. Den kriege ich nicht. Doch, ich habe ihn. Oh. Vielleicht. Ja, ich habe ihn. Erster Erfolg des Tages. Trotz viel guten Willens, auch der zweite Angeltag beginnt für niemanden wie erhofft. Und für einen kommt's besonders dicke. Shit, ein Löffel. Yes! Oh, fuck! Ah, fuck! Das war schlecht. Ah, fuck. Das war's, glaube ich. Das Problem ist, ich habe mich gerade verletzt. Also ich habe mich gerade selber verletzt. War, glaube ich, böse. Nee, ich habe mir das Bein aufgerissen gerade, glaube ich. Ich bin hier an so einer scheiß Schraube entlang geratscht. Ah, fuck. So. Und ich habe nicht mal meine Scale mit. Ich bin ja so dämlich. Die ist drüben im Auto. Mann. Kurze Ansage. Ich bin gerade den Hecht gefangen. Ich habe mich gerade sehr, sehr doll verletzt am Bein, weil hier so eine dämliche Schraube ist. Ich werde den Hecht jetzt einfach releasen. Ich habe meine Scale im Auto vergessen. Ich muss ins Krankenhaus. Tut mir leid. Bin raus. Ihr habt vielleicht gerade einen Blick auf das viele Blut erhascht. Sieht sehr stark danach aus, als müsste Alex' Bein genäht werden. Während der Herforder in Richtung Auto humpelt, geht's für die anderen weiter. So, der Wecker klingelt, das ist das Alarmzeichen für Spotwechsel. Ich habe jetzt hier meinen ersten Fisch verhaften wollen, das hat jetzt leider nicht funktioniert. Also, Dropshot hat nichts gebracht, der Pintail hat nichts gebracht, der Paddletail auch nicht. Aber es macht jetzt auch keinen Sinn hier für mich, groß alles abzuangeln. Deshalb machen wir jetzt einen Spotwechsel, gehen jetzt ein paar Meter weiter. Gucken wir, ob da jemand ist, der Lust auf meinen Köder hat. Oh wow. Precision Extreme, Pencil, Topwater Bait. Gucken, ob es vielleicht ein Rapfen war. Schnurschwimmer oder so? Ich weiß nicht, ob das ein Fisch war.
Wieder irgendwas Schau, schon wieder ein Karpfen gespuckt da hinten. Also wenn es so weitergeht, hake ich eher einen Karpfen quer, als dass ich ihn echt fange. Das hätte ein schöner Tag werden können, glaube ich. Das ging jetzt echt relativ schnell mit dem Hecht. Das war auch ein schöner Hecht, aber beim Keschern in so ein dämliches Loch bin ich reingestolpert an der Spundwand und da war eine sehr, sehr fiese Schraube und da bin ich gerade mit dem Bein dran lang. Ja, meine Kamerafrau Kiana war so nett und hat mich wunderbar verarztet gerade erstmal und wir fahren jetzt ins Krankenhaus. An der Stelle kann ich eigentlich nur meinen Mitstreitern viel Erfolg, viel Spaß wünschen und ich bin auf jeden Fall raus. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Noch keine Stunde im Rennen hier und es gab wohl schon Fisch offensichtlich bei Alex, aber irgendwas muss passiert sein, weil er hat gerade geschrieben, er ist beim Keschern irgendwie ausgerutscht und hat sich schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Wir wissen leider noch nicht genau, was passiert ist. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel gute Besserung, Alter. Das hört sich ja richtig scheiße an. Ja, also eigentlich hätte ich jetzt so eine schöne Heulmoderation gemacht, dass nichts seht und dass alles scheiße ist. Aber wie wir gerade über die WhatsApp-Gruppe erfahren haben, musste der Alex muss ins Krankenhaus, weil er sich irgendwie beim Keschern schwer verletzt hat. Ihr habt es sicherlich gerade schon gesehen. In so einem Moment beschwert man sich dann gleich mal weniger, wenn man nichts fängt, weil wenigstens fit. Aber ja, gute Besserung, Alex, auf dass es nicht so schlimm ist. Auf jeden Fall gute Besserung. Halt die Ohren steif und ja, hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist, auch wenn er ins Krankenhaus muss. Und wünsche mir auf jeden Fall gute Besserung und hoffe, dass er heute noch mal ans Wasser schafft, um weiter zu angeln. Aber es hört sich so an, als wäre es was Ernstes. Also wie gesagt, ich drücke dir Daumen, dass es nicht zu schlimm ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ich hoffe, dass es dir auch bald wieder besser geht. Gute Besserung. Schade, dass man so raus muss, aber ich drücke dir die Daumen. Hoffentlich der nächste Fisch, der ist dann für dich. 10 Mitteilungen, das ist ja los. Ach du Scheiße. Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes und wünsche ihm ganz gute Besserung. Tut mir sehr, sehr leid für ihn. Die Konkurrenz zeigt sich besorgt. Alex ist aber immerhin mobil und bei Kiana außerdem in guten Händen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Nun aber erstmal ein kleiner Werbeblock. Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das ist Europas beliebtester Angel-Adventskalender und er ist jetzt endlich auf Lager. Circa 250 € Warenwert, 24 exklusive Produkte von 17 geilen Marken, die Chance auf ein goldenes Ticket. Ganz ehrlich, für 99,99 plus Versand ist das der beste Deal des Jahres. Jetzt bestellen, direkt nach Hause geliefert bekommen, aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Okay. Es ist soweit. Wir haben den nächsten Release bei Monkey Lures. Ihr habt die schon öfters bei Instagram oder bei mir auf dem YouTube-Kanal gesehen. Wir haben den ersten Chatterbait von Monkey Lures, der Razor Louis. 6 Farben in 3 Hakengrößen. 1,0, 3,0 und 5,0. Cooles Blattdesign in 3 unterschiedlichen Farben. Silber, Gold und Schwarz. Und ihr könnt die perfekt kombinieren mit dem Curly Louis. Da haben wir jetzt wieder neue Farben gemacht, damit das Ganze perfekt matcht. Checkt sie ab. Okay. Wenn ich jetzt wieder abreiße, dann fahren wir instant von hier. Okay. Knote ich hier mein Vorfach noch mal neu, bevor irgendwie die Stelle gleich besetzt ist. Fuck my life. Also, ich habe mir das echt anders vorgestellt. Wir waren hier im Training und hatten in einer halben Stunde 2 Kontakte. Haben ohne Haken geangelt. Das heißt, wir hatten natürlich weniger Probleme mit dem ganzen Gras. Und es war noch nicht so viel von dieser Grütze da drauf. Das heißt, keine Ahnung, ob das irgendwas im Wasser gemacht hat oder weiß ich auch nicht. Ich probiere jetzt mal ein bisschen Köder durch. Der Hecht wäre halt sehr, sehr wichtig, weil wenn ich hier wegfahre, offen gesprochen, habe ich keinen Plan B für Hecht. Außer, dass ich halt randomly beim Zanderangeln einfach viel Glück habe und einen Fang. Aber ich denke, wenn ich heute noch ins Halbfinale kommen will, dann muss ich irgendwie die Fullcard bekommen. Und wie ihr wisst, zur Fullcard gehört der Hecht. Erinnerst du dich noch, als wir meinen, dass der Hecht, den ich an der Maß verloren habe, nicht so schlimm ist?
Mit jedem Wurf wird er schlimmer. Ich kämpfe mich hier durchs Schilf vom Großgewässer Powerfishing. Ich hatte jetzt schon 2 Nachläufer. Einen auf dem Derraball, einen auf dem RW Minnow. Und die kommen einmal mit und zeigen sich dann auch nicht mehr. Also die sind echt zickig drauf. Ich hoffe einfach mal, dass bei den anderen auch die Fische so zickig sind. Und ich habe jetzt 2 Fische hier gesehen. Ich brauche ja nur unbedingt 3. Ich werde hier jetzt erstmal weitermachen und hoffe, dass mal einer richtig beherzt zupackt und ich mal einen großen Fisch landen kann. Die waren nicht so schlecht, die waren so ja, über 70 auf jeden Fall. Die hätten mir gut gestanden, die beiden Nächte. So, leider am Spot angekommen. Ein paar Ansitzangler, aber ich darf mich dazustellen. Ein bisschen abseits von den Werfen. Der interessante Bereich ist auch hier vorne für mich, wo ich eine Kehrströmung habe. Das ist hier so ein Wendebecken. Wir haben die Waal, wir haben einen Kanal und hier gibt es ein großes Wendebecken. Und hier an der Kante von dem Wendebecken, da zirkuliert das Wasser ein bisschen stärker. Da erhoffe ich mir doch ein paar kleine Zettis. Das ist jetzt keine klassische Bigfish-Stelle. Mein Plan ist heute einfach irgendwelche Zander zu fangen, die mindestens Maß haben. Auf geht's. Yes! Hecht Nummer 1. Geil. Geil, geil, geil. Aufsicht. Oh. Oh, der hat so 70, 75. Kein schlechter Fisch für den Anfang. So, der Fisch hatte tief geschluckt. Dem habe ich jetzt einmal den Köder durch die Kiemen hinten raus. Das war besser für den Fisch. Toller Fisch, den werden wir jetzt mal messen. So Leute, der Moment der Wahrheit. Aha. Wow. Aha, das kannst du gleich mal sagen. Also, der Fisch hat 91. Leute, der ist ein richtiger Schlauch. Aber verdammt lang, ey. Da waren die anderen Fische auch größer, die ich hinten dran hatte. Juli hat es gerade gesagt, mein Kameramann. Ich habe gesagt, ja, der hat so Mitte 70. Der sagt, hey, der Fisch ist größer. Ist er auch. Okay, dann senden wir den. So, mach mal. So, dann darf der Gute einmal wieder zurück. Das haben die im Training auch gemacht. Die haben sich immer nach dem Releasen die Steine unten reingestellt. Keine Ahnung, was sie damit haben. Geil, 91 cm, das sind geile Punkte und wichtig beim Hechtangeln. Also finde ich, ist so ein Landehandschuh, da kann man sich drüber streiten, aber das erspart einem die ein oder andere Verletzung und vielleicht auch Entzündung. Und die haben wir jetzt auch von Ilex im Programm, kommen im Doppelpack, also links, rechts. Und ist auf jeden Fall ein cooles Utensil zum Hechtangeln, sollte eigentlich jeder Angler dabei haben. Der Erfolgsköder war in dem Fall der RW Minnow 110, also 11 cm lang. Da vorne war so ein kleiner Krautpatch, da habe ich einen kurzen Wurf hingemacht und habe dann schon gesehen, dass sich da irgendwas gelöst hat. Der Fisch ist erstmal nach oben vorbeigeschossen, also total mysteriös. Der Wobbler geht dann nach unten, der Fisch kommt wieder nach unten und schnappt sich den, also alles auf Sicht. Hatten ja auch echt tief drin gehabt, komplett weggeballert. Und wie gesagt, ich habe abgeschnitten, dann werde ich jetzt einmal hier neu dran binden an meine Schnur und hoffe, dass ich jetzt relativ schnell noch 2 Hechte fange, dass ich meinen Zander noch upgraden kann. Aber ich bin guter Dinge, dass das klappt. Ein extremer Hungerhaken oder anders der perfekte Turnierfisch. Wichtige Punkte für Marc, Luis und Christina haben derweil immer noch am selben Gewässer mit den gleichen Problemen zu kämpfen. 10 Gramm ist zu wenig. Ich habe mir gestern 15 Köder oder so festgeklebt mit Sekundenkleber. Strömung ist mehr geworden, ich muss leider einen schwereren Kopf nehmen. Ich werde jetzt mal 12 Gramm und dann 15 Gramm ausprobieren, mal gucken. Das ist ärgerlich. So, ich montiere jetzt eins schwerer. Ich habe bis in 10 Gramm gefischt. Und jetzt merke ich aber durch das Schleusen, dass die Strömung ein bisschen stärker ist. Hier ist es auch ein bisschen tiefer. Daher wechsle ich jetzt auf 12 Gramm, damit ich einfach gleich draußen runterkomme. Wasserstand ist auch viel höher. Kann wahrscheinlich sogar 18 Gramm nehmen. Ja, Versa Shad 4 Inch in der Farbe Whiteback Shad. 18 geht. Da haben wir ihn schon. Fisch. Fisch. Haben wir. Oh fuck, habt ihr das Maß? Ich glaube, der ist zu klein. Sicherheitshalber, aber normalerweise würde ich den gleich zurücksetzen. Ne? Nee, definitiv zu klein. Dive wieder ins Wasser. Aber immerhin.
Lässt noch ein bisschen wachsen. Gut, jetzt muss ein größerer kommen. Oh, das wäre geil. Aber das hat jetzt schon ein bisschen gut getan, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn er nicht gilt, aber ein Biss, ein Fisch, ist okay. Und jetzt holen wir noch einen großen. Ich habe direkt hinten beim Schiff, als es durchgefahren ist, voll reingeworfen, ne? Weil das richtig aufgewirbelt wurde, das Wasser. Ja, der hat Maß. Hoffe ich. Auch kein Riese, aber ja, der hat Maß. Glaube ich. Oder? Ja. Hoffentlich. Das ist wieder so ein kleiner. Gott. Nein, das ist wieder. Ich wette, das ist derselbe Fisch. Oh Gott, okay. Zweiter Fisch untermaßig. Es ist verflucht, ey, es ist verflucht. Also, aller guten Dinge sind 3. Zumindest scheinen sie ja langsam in Beißlaune zu sein. Und das ist ja mal eine sensationell gute Nachricht. Jetzt müssen wir nur noch die großen kriegen. Oder zumindest maßigen. Fisch ist Fisch, gilt eben doch nur bedingt. Christina ist aber immerhin auf dem richtigen Weg. Max dagegen sattelt um. Ich würde sagen, der Sommer kommt jetzt gerade. Es sind jetzt hier angesagte 26 Grad für heute. Komplett anderes Wetter als die gesamte Zeit. Jetzt ist hier die richtig leichte Kinderroute angesagt. 18 Gramm Barschroute, die SG8 Revenge. Und ja, damit werde ich jetzt hier ein paar Skirted Jigs und vielleicht auch mal einen Cerik durchschleifen. Alles all in für den großen Barsch. Das ist das Einzige, was ich noch für meine Fullcut brauche. Deshalb, los geht's. Oh, Biss gehabt, Nachläufer. Siehst du? War ein Biss oder war es wieder ein Scheißkarpfen? Ich hatte gerade irgendwas. Ich würde eigentlich sagen, dass es ein Fehlbiss war. Aber mein Gummifisch sagt was anderes. Ich würde sagen, dass es ein Biss war, aber ich habe... Das ist halt so schwierig mit den Karpfen. Das war auf jeden Fall ein Biss. Ganz kurz. Fisch. Das ist, glaube ich, ein Karpfen. Wenn es ein Hecht ist, ist ein guter. Nee. Das ist... Ja, fuck. Jetzt ist passiert, was predicted wurde. Auf einen Gummifisch mit Einzelhaken. Irgendein Riesenbrassen oder sowas. Was für ein Riesenbrassen. Das ist wirklich ein guter Fisch. Ah, da ist übrigens zu tief für meine Gummistiefel. Mein linker Schuh ist jetzt unter Wasser gesetzt. So, da seht ihr noch stehen. Den fetten Eumel. Alter, schaut euch das Ding an. Das ist riesig. Jetzt. Hey, mein erster Fisch beim YPC. Ein quer gehackter Monsterbrassen. Preis dafür, nasser linker Fuß. Es läuft. Oh Mann, ey. Hier ist was los. Ja, während die anderen schön am Angeln sind, machen wir hier richtig hartes Kontrastprogramm. Wir waren gerade im ersten Krankenhaus oder Ärztehaus, ich weiß es nicht genau. Da konnte man mir tatsächlich nicht helfen. Die wollten mir sehr gerne helfen und mich in einem anderen Krankenhaus anmelden schon mal in der Ambulanz, sodass ich da hinfahren kann und das alles schneller geht. Die haben mich tatsächlich abgelehnt. Ich kann das gar nicht fassen. Ich soll zu einem Hausarzt, der mir da ein Pflaster drauf macht. So, jetzt fahren wir in Krankenhaus Nummer 2, die noch nichts von mir wissen. Und da werde ich mal direkt vorstellig, weil die anderen eben gerade in dem Ärztehaus, die wollten das gar nicht sehen. Die haben den Verband gesehen, die haben gleich gesagt, nein danke, das lassen wir zu. Wir rufen gleich ein Krankenhaus an. Ja, das ist wilde Odyssee hier. Mal schauen, was das noch gibt. Fisch. Alter, hängt der knapp. Alter, hängt der knapp. Yes! Hecht Nummer 2. Ah, das war bestimmt der, der eben schon mal angetockt ist. Ich hatte gerade einen Fehlbiss auf meinen Terraball.
Habe jetzt nochmal mit dem Army Minnow nachgeworfen und er hängt knapp, aber er ist im Kescher. Okay. Ja, der ist leider nicht ganz so groß wie der erste. Der Kameramann hatte wieder recht. Juli hat gesagt, er hat Ende 60. Und er hat, hinten ist er länger, 68,5, also 69. Ja. Kein Löwe, aber ich bin froh, dass ich ihn habe, hey, dass er noch mal kam. Das war Hecht Nummer 2, jetzt fehlt nur einer. Oh, schön, dass du noch mal wiedergekommen bist. Okay. Dann schicke ich den mal an Toni und arbeite weiter an Nummer 3. Marc schließt zur Spitze auf und im Moment spricht wenig dafür, dass die aktuellen Qualifikanten noch in Gefahr geraten. Zumal jetzt auch noch das passiert. Fisch runter. Hoffentlich hat er Maß. Hoffentlich hat er Maß. Ich habe gesagt, das ist der letzte Wurf zum Kameramann. Das ist unglaublich. Oh. Ja. 42. Junge. Glatte 42. Oh, danke, Kleiner, danke, Kleiner, danke, danke, danke. So, mit einem kleinen Sprung nach vorne. Schön ins Tiefe. Oh. 42er Zetti, Freunde. Ich habe alle 3 Fischarten. Junge. Das Krasse war, ein riesiger Tanker ist hier gerade reingefahren. Ich habe gedacht, ey, das ist jetzt gerade Full Circle Moment. Ich habe ganz genau die Strömungskante gesehen. Das Wasser wurde gerade weggezogen und ich habe mir gedacht, ey, wenn da jetzt muss einer kommen. Und da kam er. Ich habe zum Kamera gesagt, letzter Wurf. Ich wollte das jetzt noch einmal mitnehmen. Ich bin glücklich. Boah. Strategiewechsel, allwieder. Beim Barschangeln ist es ja schon so, man muss ja irgendwie alles dabei haben. Deshalb hat man sich natürlich ein paar C-Rigs auch fertig gebunden. Der Wind ist auf einmal so viel stärker geworden, dass ich mit einem Skirted Jig oder mit einem Dart Jig hier einfach gar nichts mehr fühle. Und deshalb ja, geht es jetzt hier kurz an ein richtig schweres C-Rig, 21 Gramm Bullet, einen richtig großen Craw drauf. Und ich würde sagen, damit schmeißen wir hier jetzt noch mal rein, weil eigentlich sind hier Barsche. Aber gut, mein Training verlief auf Barsche so unfassbar schlecht. Ich habe in 10 Tagen keinen einzigen Barsch gefangen. Nicht mal 23er, gar keinen. Deshalb ist das echt, das ist die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen. So, ich fische jetzt mal ein bisschen kleiner. Ich wechsle jetzt auf 3 Inch. Laufe jetzt noch mal nach rechts durch und schaue, ob ich vielleicht noch einen Biss kriege. Vielleicht kommt auch ein Barsch drauf. Und dann will ich vorne auf jeden Fall noch mal mit Dropshot angeln. Boah, das sieht wirklich interessant aus fürs Dropshot. Können ja sein, dass die einfach ein bisschen kleinere Köder wollen. So, wir machen hier Feierabend. Das ist nix. Das ist einfach hier gerade Zeitverschwendung. Der nächste 100% Plan für mich geht zu Ende. Und ist nicht aufgegangen. Deswegen zurück zum Auto, kurz was mampfen und vor allem hier aus der Latzhose raus und dann an Kanal. Abfahrt. Nächster Spot, Freunde. Die Mystery Box geht weiter. Ich habe hier noch nie einen Fisch gefangen, das war jetzt der erste. Und jetzt gehen wir zum nächsten Spot, wo ich noch nie einen Fisch gefangen habe. Oh mein Gott, das wird heute ein sehr aufregender Tag, Freunde. Oh, er hat ihn verfehlt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, das war ein richtig stabiler Fisch. Mann! So. Ach du Scheiße, der hängt schon wieder so knapp. Das ist nicht derselbe Fisch. Oh, ich hab ihn. Aber es ist nicht derselbe Fisch, der mein Köder eben verfehlt hat. Der war stabiler. Oh Mann. Naja, Hecht Nummer 3. Kein Löwe, aber wir haben die Fullcard, Leute.
Und wer weiß, wie wichtig das ist am Ende. Warte, was ist denn das? 68, 67,5. Ja, ein kleiner Hecht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fisch war, der mein Köder eben verfehlt hat. Vielleicht doch, vielleicht habe ich mich auch sehr verguckt. Ist egal, ich habe die Fullcard, wenn auch nur mit kleinen Fischen. Jetzt können wir an der Größe arbeiten. Okay. Jetzt ist die Frage, was tun. Noch ein bisschen auf dem größeren Hecht pokern oder einfach versuchen, den Zander, den kleinen, noch rauszuschmeißen. Aber ich weiß am Ende gar nicht, wie viel Uhr es ist. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr und dann entscheide ich mich, ob ich noch ein bisschen auf Hecht angel oder dann Zanderangeln gehe. Fullcard samt Führung für Marc. Und was die Uhrzeit betrifft, Punkt 11 ist es. 5 Stunden verbleiben also. Ein Verfolger befindet sich in ärztlicher Behandlung und die anderen 3 warten immer noch auf den ersten Fisch. Ist das Ding gegessen oder erleben wir doch noch ein spätes Aufbäumen der Underdogs? Fisch. Fisch. Geil. Oh, lass das ein Barsch sein. Wenn es wieder ein untermaßiger Zander ist, dann hau ich hier ab. Zander. Zander, Zander, Zander. Guter Zander. Guter Zander. Oh. Muss ich jetzt den noch nicht verlieren? Nein! 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 Wie kann man so sein, ey? Scheiße. Schöner Zander war das. War ein guter Zander. Aber den hole ich jetzt. Den hole ich jetzt. Was sagst du? Nein, ich bin voll. Das ist es. Ich habe einen Tag gehabt. Da. Ich bin mit den Fäumen überall eingehängt. Mann, cool, wa? Oh. Oh, das war Biss. Die stehen immer noch hier, ne? Eine herrliche Aufnahme für Free Willy-Fans. Christina wird weniger begeistert sein. Zumindest weiß sie aber jetzt, dass es nicht am Setup liegt. So, ich habe jetzt einen kleinen Wechsel gemacht. Und zwar habe ich den Versa Pintail als Nosehook montiert. Und durch das hat er einfach ein bisschen mehr Bewegung noch. Erster Wurf gleich Fisch. Den sowas von versemmelt, ey. Wie das nur an der YPC passiert. Und jetzt hatte ich gerade noch mal ein bisschen. Ich hoffe jetzt, dass ich noch einen Fisch holen kann. Weil das war jetzt wirklich, wenn man bedenkt, ich bin jetzt schon seit über 3 Stunden hier. Und es war richtig harzig. Und jetzt ist da plötzlich Action reingekommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch einen Fisch holen kann. So sieht meine Hand nach dem Hechtangeln hoffentlich nie wieder aus. Denn wir haben von LMAB jetzt den Landing Glove, den es in 2 Größen gibt. Für Frauen, für Kinder und für Männer mit kleinen Händen, so wie ich es bin, empfehlen wir die Größe M. Und für alle Männer mit mittelgroßen und großen Händen empfehlen wir die Größe XL. Gibt es jeweils rechts und links, also insgesamt in 4 Varianten. Und wenn der Fisch dann verletzungsfrei gelandet ist, dann möchte man ihn auch noch sicher enthaken. Und dafür gibt es ab sofort auch noch unsere Pistol Pliers. Die Hand ist übrigens mittlerweile wieder halbwegs okay, kann ich trotzdem nicht empfehlen. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt.
damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Elex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Elex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht so lange und sichere dir jetzt deine My Elex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. Wir machen jetzt Street Fishing. Ziel ist jetzt hier am nächsten Spot einen Barsch zu fangen und dann das Feld von hinten aufzuräumen. Ja, wünscht mir Glück. Ich kann es gebrauchen. Ich fische gerade mit dem 9 cm Megatees in der Farbe Dirty Harbor. Also einem absoluten Klassiker fürs Dropshot. Jetzt wäre hier ein Fisch mal ganz cool, um zumindest so ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Schauen wir mal. Oh ja. Yes! Ah! Yes! Mein erster YPC-Fisch ever, der nicht gerissen ist. So, einmal kurz das Maßband noch nass gemacht. Ich hänge einmal komplett drin mit allem drum und dran. Der hat sich den Megatees richtig weggeslurpt. Das ist ein guter Fisch für hier. Blutet leider ganz schön. Alter, der hat den im Schlund drin. Also irgendeinen Pakt mit dem Teufel muss ich geschlossen haben. Der hat sich den Megatees nämlich wirklich, der hat den anverdaut. Ihr seht, der blutet stark. Das heißt, ja, ich bin ganz ehrlich, ja, wir sind hier in Holland. Aber dieser Fisch, wenn ich den Haken löse, ist nicht mehr lebensfähig. Ist zwar ein schöner Barsch und werde ich auf jeden Fall auch in die Wertung einreichen, aber werde ich auch mitnehmen. Das ist mir dann trotzdem einfach das Liebste, bevor ich ihn jetzt hier zurückwerfe und er dann in einer Stunde tot hochkommt, werde ich ihn jetzt dann gleich weitgerecht entnehmen. Ja, da kommt der deutsche Angler durch, aber ja, ich hoffe, ihr würdet das ähnlich machen, weil dieser Fisch, der hat im Gewässer nichts mehr verloren. Ja, 36, oder? Ja, oder? Ja, 36, noch was, aber nicht 0,5, also ein 36er. Auch das gehört dazu. Marius holt sich endlich die ersten Punkte und versehentlich auch sein Abendessen. Der Köder ist ein alter Bekannter. Das ist ja der Köder, 9 cm Megatees Dirty Harbor. Aber Biss war unglaublich. Also ihr seht, der wollte den Köder auf jeden Fall haben, so wie er ihn weggeslurpt hat. Tut mir natürlich für den Fisch leid. Ich werde hier noch mal so 10 Minuten machen und ansonsten dann an einen Abschnitt gehen hier am Kanal, wo ich mir auch mehr Hoffnung auf Zander mache, aber ein zweiter Fisch für die Wertung wäre natürlich jetzt noch super geil. So Freunde, wir sind an dem nächsten Spot angekommen. Dadurch, dass heute extrem die Sonne scheint, ist meine Taktik jetzt, schattige Plätzchen zu finden. Ich habe mir jetzt eine Brücke rausgesucht. Ich habe hier auch noch nie einen Fisch gefangen. Mission Kamikaze geht weiter. Taktik ist, mit Shad zu angeln und ich habe mir gerade noch auch einen Krebs fertig gemacht, um kleine Sprünge über den Boden zu machen. Ja, jetzt nur die Frage, ob ich hier auch vernünftig werfen kann. Das werde ich jetzt sehen. Drückt mir die Daumen. So, ich habe eben, weil am Kanal nichts ging, noch schnell das System gewechselt, in der Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwie ein Fisch rauskommt. Der Wind kommt eigentlich zumindest zum Angeln aus einer guten Richtung. Aber auch hier war jetzt nichts zu finden. Mal gucken. Jetzt werde ich jetzt überlege ich, welchen Spot ich anfahre. Vielleicht einen Spot, den ich eher am Ende geplant habe, vielleicht vorziehen möchte. Und dann mal gucken, ob es wieder zum Kanal geht. Scheiße, ey. Das ist wirklich leider nicht so einfach hier gerade mit den Barschen. Wir tun uns ja alle extrem schwer mit den Barschen. Ich meine, es wurde jetzt mehrere Folgen kein 40er mehr gefangen. Und das ist ja eigentlich nicht so unfassbar schwer hier in Holland. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Oh nein! Hey! Fisch. So, den verliere ich nicht, das schwöre ich dir. Das ist auch ein guter.
Max hat ja heute Morgen gebeten, wir sollen ein bisschen Action bieten. Ich biete euch Action, ey. Der ist größer. Oh, das ist ein guter Fisch. Zander. Zander, Zander. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das geil! Leute, endlich hat's geklappt. Guter Zander. Der hat definitiv Maß. Dropshot Versa Pintail, Leute. Der liefert! Oh mein Gott, ist das geil! Wo ist die Scale? Ah, hier. Also, Moment. Ich lege ihn jetzt mal aufs Maßband. Schnell Maßband nass machen. Oh, ist das geil! Oh, und der hat 55. Okay, mein erster Wertungsfisch. Oh, ich freue mich. Nicht der größte, aber hey, eine gute Größe. Ich bin zufrieden. Oh. Yeah! Falsche Richtung, aber okay, jetzt passt's. Und weg ist er. So, jetzt habe ich gleich noch einen. Jetzt bin ich im Fischfieber. Fisch. Ah, kleine Luftpumpe. Oh nee. Oh nee. Ist raus. Der wird uns keine Punkte bringen. Wir messen ihn trotzdem einmal kurz. Ja, 60 cm der Kleine. Aber der bringt uns leider keine Punkte. So, der kleine Hecht kam jetzt hier auf den Derraball vorne an so einem Krautteppich. Da ist der Hecht rausgeschossen. Der hang eben auch da vorne noch im Kraut, an so einer Wurzel sogar. Aber ich habe schon gesehen, dass es kein großer Fisch ist. Deswegen war die Panik nicht ganz so groß, als er festhing. Gerade wenn die Fische zickig beißen, ist das manchmal echt ein guter Köder. Hat so ein Line-Through-System. Hier hinten am Drilling sind so zwei kleine Titaniumstäbe, die einfach in den Köder reingesteckt werden. Und so hält das Ganze. Und was ich gerne mache, egal ob ich mit einem Stahlvorfach oder einem dicken Fluorocarbon angel, ich ziehe mir einen Wirbel vorher noch auf die Schnur und kann dann da Gewichte einhängen. Denn der Derraball läuft ohne Gewicht ganz flach, also wirklich gerade unter der Oberfläche. Ist toll zum überm Krautfischen, im Polderangeln und so weiter und so fort. Aber wenn ich mal ein bisschen tiefer runter will, hänge ich mir dann da ein Gewicht dran. Jetzt in dem Fall nur 2 Gramm. Wenn ich bei mir an den Baggerseen angel, da hänge ich dann auch mal 7 oder 10 rein. Und so kann ich den eben in verschiedenen Gewässertiefen anbieten. Das ist gleich. 75er Schnitt beim Hecht. Ah, das ist nicht stark. Wir gehen zum Auto, wir gehen Zanderangeln. Bei dem Hecht kann ich jetzt hier vielleicht, fange ich noch einen 75, 80er und hole da noch ein paar Punkte raus. Aber ich glaube auch, dass wenn ich einen Zander fange, also ich hoffe natürlich, dass ich einen Zander an meinen Plätzen fange und dass ich da noch 10 cm raushole, weil 43 ist schon sehr klein. Und mir bleibt ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Von daher werde ich jetzt erstmal Zanderangeln fahren und hoffe eben, dass das relativ schnell klappt. Dann kann ich immer noch überlegen, was ich mache. Aber jetzt packen wir die Hechtruten ins Auto und holen die Zanderruten raus und gehen Zanderangeln. So, das war jetzt der eine Fisch hier. Ist okay. Hat der Spot, endlich mal ein Spot, der geliefert hat, hat getan, was er tun sollte. Ich tue mir wieder den Megatease drauf und genau, fisch hier noch diese Weiche ab, indem ich einfach eben vertikal dropshotte und ja, hoffe, dass vielleicht noch ein Barsch oder ein Zander kommt. Und dann fahren wir auf die andere Seite und hoffen, dass da ein Zander kommt. Genau, vielleicht beginnt jetzt die Aufholjagd. So, letzter Wurf, dann hau ich hier ab. Ich stehe immer noch in den Steinen und warte auf den lang ersehnten Einschlag. Das war es tatsächlich leider schon mit der dritten Folge aus Gruppe D von mir ohne Fisch. Ihr wisst, was die anderen gefangen haben. Ich natürlich heute nicht. Das wäre sehr spannend zu wissen. Für mich ist es unfassbar hartes Angeln, wie es für alle in dieser Zone auch irgendwie war. Man sieht hier schön Rapfen lang schwimmen, dicke Meereschen, Brassen, aber keine ernstzunehmenden Raubfische irgendwie. Aber es ist richtig, richtig krass.
Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch trotzdem die Folge gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Fische von den anderen gesehen. Und ich bleibe weiter dran. Ich brauche einen Barsch. Bis jetzt funktioniert tatsächlich überhaupt nichts von dem, was ich mir erarbeitet hatte. Ich weiß auch tatsächlich gerade nicht, was ich ändern kann oder sollte. Ich überlege jetzt gerade so in meinem Kopf, also das hier war jetzt so ein bisschen meine Plan-B-Strecke, die auch nicht funktioniert. Das bedeutet, ich werde jetzt wieder zurück zu meinem alten Plan gehen und ihr werdet mich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder ein bisschen im Urban-Style sehen, also in der Stadt. Mal gucken, also ich werde jetzt nach wie vor versuchen, Fische rauszufinden, aber die Ansprüche werden geringer. Das bedeutet, mal gucken, dass ich irgendwie einen maßigen Fisch fange. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Mit dieser Kampfansage machen wir Schluss für heute. Überschattet von Alex' Verletzung erleben wir in Gruppe D bislang auch am zweiten Tag toughes Angeln und, wenn sich dann doch Chancen bieten, mitunter auch ein wenig mangelnde Erfahrung. Davon ausnehmen kann man allein Marc, der hier nach dem starken Vormittag eigentlich durch sein sollte. Max Polster bleibt trotz Barschflaute beträchtlich. Luis dagegen hätte in unmittelbare Bedrängnis geraten können, wenn Christina in der einen Szene nicht die Nerven verloren hätte. So allerdings bräuchten alle Verfolger in den letzten 4 Stunden wohl mindestens 2 weitere Fische, um dem Dortmunder noch gefährlich zu werden. Der bisherigen Statistik nach nicht unbedingt erwartbar, aber sicher nicht unmöglich. Wird's eine Schlafwagenfahrt oder endet die diesjährige Gruppenphase mit einem Finale Furioso? Die Antwort gibt's nächsten Sonntag um 18 Uhr auf diesem Kanal. Ciao.